Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Baldur's Gate 3. Was war das für ein Kampf hier in der letzten Runde gegen Katherick Thorm bzw. den Geist von Myrkul? Der kam hier nachher als Riesenskelett heraus und ihr seht es noch, wir sind ziemlich angeschlagen. Wir haben auch keine kurze Rast mehr, wir sind immer noch in einem Kampfbereich, also wenn jetzt hier noch gleich was passiert, dann müssen wir wirklich gucken, dass wir uns da irgendwie arrangieren. Sarah ist auch gestorben, die hatten wir irgendwie nochmal aufgehoben und ja, im Großen und Ganzen haben wir uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Wir wollen mal gucken, was Katherick Thorm jetzt hier fallen gelassen hat. Vielleicht kriegen wir ja seine Rüstung, die finde ich nämlich ganz schön cool eigentlich. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it, our enemies are formidable. Okay, wir haben ja jetzt schon die Antwortmöglichkeiten, obwohl er noch lange gesprochen hat. Ja, ich wundere mich gerade wirklich, dass er das Astralprisma verlassen kann. Warum kann er das? A temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. Okay, also das Ältestengehirn sorgt eigentlich dafür, dass er in seinem Gefängnis in Anführungszeichen bleiben muss. Was sind das für Steine, die wir hier gerade gefunden haben? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. Das klingt ganz nach einer Macht für uns. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? One of them I know. Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, a god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it's most likely she follows Baal, the god of murder. Katherick was a follower of Myrkul, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Ja, das haben wir uns schon gedacht, dass die Absolute hier als Fassade dient. Das hatten wir auch schon aus diversen Büchern herauslesen können. Die Auserwählten der Toten Drei. Bane, Baal and Myrkul. The tyrant, the assassin and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Naja, einen von den drei Auserwählten haben wir ja jetzt schon besiegt. Ja, erzähl mal, was machen wir jetzt? The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword.
And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance. Okay, ey, wir haben tatsächlich eine Rüstung. Umarmung des Vollstreckers. Das ist ja mega cool. Magische Rüstung. Jeder erlittene Schaden ist um 2 verringert. Unnachgiebigkeit des Schnitters. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil. Und Heulen des Todes haben wir hier nochmal. Stoße einen markerschütternden Schrei aus oder Heulen, das alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Okay, interessant. Also eine richtig gute Rüstung hier. Was haben wir noch? Kessericks Kriegshammer und den Schild von ihm. Und noch eine zerknüllte Notiz. Ja, lass uns das mal lesen direkt. Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von IZ. Okay. Was hat denn Lizelle hier für eine Rüstung? Die hat 18 Rüstungsklasse. Okay, ich würde die tatsächlich irgendwie anbehalten bei ihr. Weil ich das mit dem Taumeln ganz gut finde. Können wir dann eigentlich schon schwere Rüstungen tragen? Ne, mittlere Rüstungen. Vielleicht können wir im nächsten Stufenaufstieg irgendwie dafür sorgen, dass wir schwere Rüstungen tragen können, weil wir uns ja sowieso für die zweite Klasse Paladin hier entschieden haben. Ich würde das erstmal zu Lizelle vielleicht rübergeben. Okay, die ist natürlich jetzt schon wieder überladen. Aber mit Sarah noch nicht. Doch, die ist auch überladen. Okay, dann wandert die Rüstung vielleicht erstmal ins Lager, oder? Kannst du schwere Rüstungen tragen? Die kann schwere Rüstungen tragen. Hat auch nur einen Kettenpanzer plus 2. Super, dann wirst du erstmal diese schöne Rüstung tragen und der Kettenpanzer hier geht ins Lager. So, du hast hier die Hellebarde, die ist eigentlich super. Und die anderen beiden Sachen können wir erstmal nicht gebrauchen. Die würde ich dann auch erstmal ins Lager schicken. Ja, den Nesserstein bewahren wir uns auf jeden Fall auf. Ganz klar. So, ich muss mal kurz gucken, was wir hier noch brauchen von den Sachen. Der wandert wieder rüber. Ich glaube, den Rest können wir definitiv verkaufen. Ja, wir behalten das erstmal bei uns. Okay, hier kommen wir raus. Portal zur Oberfläche. Hatten wir jetzt noch irgendwas zu erkunden? Ich glaube, wir haben alles geplündert. Okay, dann lass uns zur Oberfläche gehen. Jetzt sind wir wieder oben. Lazarus ist hier. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Tja, besitzen sie Seelen? Eigentlich jedes Geschöpf, oder nicht? Haben nicht alle Lebewesen eine Seele? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Okay, ich bin überrascht, euch zu sehen. Warum seid ihr hier? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Ihr wisst also von diesem Verlangen. Was könnt ihr mir dazu sagen?
Nothing thou dost not already know. Ihr scheint viel über die Toten 3 zu wissen. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Okay, die Heuerlinge wollen wir nicht verwalten. Sollst doch jemand sprechen mit Sarah? Warum sitzt du da? I will never tire of sitting on dead men's thrones. Ja, und ich werde nie müde, ihre bisherigen Besitzer zu töten. Wir passen gut zusammen. Keswick war schon lange vor unserer Ankunft tot. Er diente Mirko, dem Herr der Knochen. My blood ran hot when we broke Ketheric's bones together. But we have greater challenges ahead of us. It is clear now that he was not working alone. During my time in the cult, I came to know one of his co-conspirators all too well. Baal's bloodletter, Orin. To think, I thought her to be speaking for the Absolute. I worshipped that woman. Eine alte Flamme? Jealous? You needn't be. When Orin is in my hands, her agony will nourish me. She is the Iblis who indoctrinated me with the Absolute's lies. Was wisst ihr noch von eurer Indoktrination? When I first visited Moonrise, I stood before the Absolute in awe. It was more of an idea than an entity. Pure love. Total power. Orin was by my side. She told me that God had chosen me to be a true soul. Blessed and adored. Now I know that those memories are lies. There was no God. Orin held me down in a cocoon of flesh, while a mind flayer forced a parasite into my brain. And she laughed at my fear. I will find her. I will murder her. And I will smile. Sobald sie tot ist, braucht der Kult neue Anführer. Vielleicht können wir ja übernehmen. It is as if you read my mind. Perhaps you did. In killing Ketheric, we fractured the cult's leadership. When we break the other chosen and claim their netherstones, we can take control. Ich halte zu euch. I expected you would be. But know this. What I propose is nigh on impossible. But if anyone can succeed, it is us. We have the prism, and we have the courage to slay gods. We may fail, but we must try. The power of the enslaved Elder Brain could reshape the world. We could reshape the world. And then we will need no gods. We will be their equal. We will be absolute. We have a purpose and a bond. By my oath, I will fight with you while that purpose holds. There is yet one thing about you that troubles me, though. Something I need you to explain. When we killed the tieflings at the Grove, I was not in control of my actions. You do not have that excuse. So I ask you, why? Why kill them? Warum haben wir sie getötet? Warum nicht? Sie waren unwichtig.
um euch zu beeindrucken. Ich hatte gehofft, euer Vertrauen zu gewinnen, um mehr über die Larven zu erfahren. Damit sie leiden, andere Gründe brauche ich nicht. Töten macht mich glücklich. Ja, sagen wir mal, töten macht mich glücklich. Me too. But I am keen to find joy in the consequences of the killing, as well as in the act itself. Perhaps in time I can help direct your violence. Until then, I will watch my back. Now, I am ready to leave this damned place whenever you give the word. The city awaits. Ja, wunderbar. Wir haben eine ganze Menge Erfahrungspunkte bekommen. Und ich würde sagen, wir legen auf jeden Fall eine lange Rast ein. Das muss definitiv sein. Und wir sprechen auch hier mal mit unseren Gefährten. The beast you turn into, as charming as it is, just make sure those claws don't come anywhere near me. Bade in ungewaschenem Glanz des Schlechters. Yes, it does smell the part. Was wollt ihr wegen Cazadors Ritual unternehmen? Before anything else, I need to know where it's happening. To the public, Cazador is an ordinary noble. A little reclusive, perhaps, but just another of the great and the good of Baldur's Gate. He has a grand palace on the hills of the gate, where he hosts the city's high society. I don't know if he performed the ritual there. It feels too public. He'd risk exposure. Wegzulaufen wäre vielleicht sicherer, schließlich ist er hinter euch her. Wir sollten uns in der Stadt umhören, vielleicht hat jemand etwas gehört. Mit der Preisgabe von Mephistopheles Geheimnissen spielt Raphael ein gefährliches Spiel. Mephistopheles is one of the lords of the Nine Hells. Raphael is not going to let any ire be tracked back to him. Perhaps Raphael even will gain from setting us on this course, who can say? All I know is I need to unravel the secrets around Cazador's ritual. And I can only do that in Baldur's Gate. Also in Baldurs Gate werden wir dann mit Sicherheit fündig. Did we really have to kill the Moon Maiden's servant? War sie nicht unerträglich? Hattet ihr Spaß daran, das letzte Licht brennen zu sehen? Watching you make decisions is rather like watching a Tarrasque mating ritual. One simply assumes villages will be destroyed in the process. You'll have to go quite a bit further to surprise me. Ich wollte nach Cazadors Ritual fragen. Ihr denkt doch gewiss darüber nach. The thing that will decide my fate forevermore. Yes, it's been on my mind. Why? All diese Macht, ihr müsst versucht sein, sie selbst zu ergreifen. Well, of course I've thought about it. If I completed the ritual instead of Cazador, I'd get all that power. And I could walk in the sun without fear I'd turn into a mind flayer. Natürlich, wir wären dann nicht in Versuchung gekommen. Of course, I don't even know if I could complete the ritual. It may be impossible, but it certainly is tempting. Okay, damit haben wir alle Gespräche mit ihm geführt. Schattenherz. May the darkness protect you. Ich würde über all das reden, was uns widerfahren ist. Da kann man mal drüber sprechen. Fine. What's on your mind? Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? How are you holding up? Don't be so modest. I can't remember the last time I met someone like you. Perhaps I never did. And never will again. Ja, das sind schon die Dinge, die wir sowieso schon die ganze Zeit führen können. Mal sehen, was Lizelle zu sagen hat. We must press forward. Let's deal with Ketheric, then find Voss in Baldur's Gate. Das klingt nach einem Plan. Den ersten Teil haben wir schon erledigt. Seht her, ich bin der Schlechter. A fitting name. But have you become the Slayer? Or has the Slayer merely found a host too weak to evict it? I shouldn't need to say it, but be careful who you take as an ally.
especially when their allies taken residence inside you. Okay, das Kratzer. So, und mit Minthara können wir vielleicht auch nochmal sprechen. You wish to consult me? Ihr müsst froh sein, dass Ketheric tot ist. I take no pleasure in his passing. Whatever faults he may have had, Ketheric was a great leader. Ihr habt ihn respektiert? Of course. He ruled Moonrise for centuries. That in itself deserves respect. I believe he was an honorable man, but the gods used him as their plaything. First Shah and her sister, then the three behind the Absolute. I sympathize. Ihr seid manchmal überraschend weichherzig. Er hat kein Mitgefühl verdient. Glaubt ihr, er hätte sich reinwaschen können? A meaningless question. If he had killed us and conquered the Sword Coast, I would envy him. As it is, he lost, and I pity him. But I will never forgive him for handing me to Orin. For that, I hope Merkel hollows out his bones and lets them be dust. Wann seid ihr dem Kult der Absoluten zum ersten Mal begegnet? A true soul came to my city preaching a message of togetherness, accompanied by 2 novices. Menzoberranzan is not fertile ground for such messages. I killed them and hanged their bodies in my garden. Und doch haben sie euch rekrutiert. Recruited. You could call it that. I intended to wage war on their god and the rest of its presumptive followers. Even as the flesh sagged and sloughed away from their eyeless skulls, their audacity infuriated me. I had to know where they came from. And whoever sent them was counting on my curiosity overcoming my caution. Ihr habt ihren Weg nach Mondaufgang zurückverfolgt? Yes. All it took was a simple act of necromancy, and the corpses told me where I needed to strike. Moonrise Towers. Anscheinend habt ihr nicht besonders nachdrücklich angegriffen. Der Turm steht noch. Ihr seid gegen Mondaufgang in den Kampf gezogen? No. I was prepared for combat, but I intended to strike subtly. As it turned out, to my shame, I was defeated without even drawing my weapon. I came to Moonrise with a retinue of warriors and assassins, the best House Bainray had to offer. I expected a battle, but found a fully laden feast table and a welcome befitting a house matron. Ketheric expected us, expected me, and I fell for his flattery. Das ist verständlich. Schließlich dachtet ihr, ein solches Willkommen verdient zu haben. Perhaps I deserved what came after the welcome as well. Ketheric proposed an alliance between Moonrise and Menzoberranzan. I admit I was captivated by him. He invited me to the head of his table as his guest of honor. I was wary, of course. If I had been in his position, the food would have been poisoned. It was not the food I should have been wary of. It was the pale woman at the foot of the table. Orin the Red. We had barely begun to eat when she spoke for the first time. I only caught one word, my name. Then, quick as lightning, she climbed onto the table, a dagger in each hand, and skipped toward me, slicing the throats out of my men as she passed them. Das muss beängstigend gewesen sein. Few things frighten me. Orin is one of them. Ketheric held me still, his hand on my shoulder, the grip tight enough to crack the bone. When Orin stood before me, she touched the dagger to my eye
drawing out a tear of blood. I want this one, she said. Ketherick nodded his permission, and I was taken below. You've seen the horrors of the colony. Orin kept me there for days. She forced me to watch as my men were processed. Some for food, others as thralls. And then she placed the tadpole in my eye herself. Ihr werdet eure Rache bekommen. That is certain. You know the rest as well as I do. There were massacres before the Grove. Religious communities mostly. Those who refused to convert. Then there was you, and now there is freedom. Soon there will be vengeance. Wunderbar. Da haben wir sehr viel erfahren über Minster Ewer und ihre Geschichte und wie sie überhaupt zu den Absoluten gekommen ist. So, wir beenden den Tag und schauen nochmal. Sind hier irgendwelche Gespräche? Da will wohl keiner reden. Gut, dann wählen wir hier aus unsere Vorräte für die lange Rast. Da sind auch keine weiteren Sachen passiert. Gut, wir verlassen das Lager. Und was wir jetzt machen, Leute. Ich möchte noch mal ganz gerne zurückreisen. Verdächtige Geräusche. Vielleicht kümmern wir uns darum erstmal noch mal. Da kommt man hier nämlich hoch. Oh, haben wir Schlägerwin gar nicht geplündert? Doch. Aber da ist so viel Schrott dabei. Ich möchte zurückreisen, und zwar zur Githyanki-Krippe, beziehungsweise in das Umland. Und dort müssen wir noch das eine Ei abgeben. Wir hatten die Frau nicht gefunden, weil sie an einem anderen Ort ist. Wir haben an der falschen Stelle gesucht. Ich hatte mir die Folge nochmal angeschaut. Through a narrow crack in the wall, you hear something shift against stone. The pulse of a crawling, living thing. A coiling, restless void stirs within you. Your patron. For some reason, this thing in the wall excites it. Wir erforschen mal, was es ist. Sollten wir hinkriegen. Oder auch nicht. Da kommen wir nur auf 10. Okay, Inspiration setzen wir hier nicht ein. You almost catch a glimpse. But the darkness within the wall is too deep. Wir greifen mal hinein. Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. What in the hell's... Oh no, not again. It's a trap. Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Okay, der Traumbesucher hat uns auch gewarnt jetzt. Die Präsenz hereinbitten, ein bisschen Platz ist immer frei. Wegen unserem Schutzpatron, das machen wir mal. The tendrils tighten, and suddenly you are elsewhere. The presence is no longer approaching you, but encircling you, observing you. Ihr verehrt mich. A pause
as if it struggles to compress its vast being down into terms you can understand. This is the voice they have given me, to better speak to your kind without breaking you. I was once a servant of the grand design. Now I'm a slave to theirs. But you were the jeweled hope for their design. But now, you are their flaw. Was meint ihr mit Makel? I am the chain they will use to bind this world. But I cannot bind you. You must come to me, so I can become myself again. A world away, the grip on you tightens. A desperate, drowning thing that pulls you down with it. Come. What's happening? Speak to me! Wake up! Ui. Okay, was haben wir hier? Paladin Charisma. Deinen Schwur kanalisieren, die Stimme zurückweisen und dich befreien. Das schaffen wir. Okay, interessant, dass wir aber hier mit der absoluten persönlichen nochmal sprechen konnten. Thank goodness. I was almost worried. Clingy little shit, this Absolute. And she wants to meet. Careful. It nearly had you. Dadurch haben wir jetzt nochmal einiges erfahren. Whatever that creature was, its telepathic force was unlike anything I've ever encountered. It must be the source of the Absolute. So, wir gehen hier erstmal wieder nach unten. Kommen alle mit? Ja, wunderbar. Und wir müssen unbedingt unser Inventar irgendwie entleeren. Wir sind restlos überladen. Also müssen wir einen Händler finden. Das alles machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Würde mich dann freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst gerne ein Like oder Kommentar da. Wenn euch die Folge gefallen hat, da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Bis zum nächsten Mal.